Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezept-Video von mir. Heute gibt es köstliche Müsli-Riegel mit Karob-Pulver anstelle von Kakaopulver. Das Karob-Pulver hat einen süßen, karamelligen Geschmack und rundet diese köstlichen, gesunden Müsli-Riegel ab. Zuerst geben wir verschiedene Sorten von naturbelassenen Nüssen in eine Küchenmaschine und vermahlen sie dort nur ganz grob. Man könnte sie natürlich auch mit der Hand hacken. Wichtig ist, dass sie möglichst nur sehr grob gehackt werden, damit man wirklich noch auf viele Nüsse beißen kann, denn das gibt eben diesen ganz leckeren Geschmack. An Nüssen hatte ich hier jetzt verwendet Cashews, Mandeln, Pekannüsse, Walnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, die als natürliche Selenquelle dienen. Dann habe ich hier verschiedene Samen hinzugefügt, und zwar alle gekeimt und wieder getrocknet, also Sesamsamen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Mein Video zu Keimlingen und Sprossen kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Dann habe ich hier Kokoschips hinzugegeben. Die sollten meiner Meinung nach in diesem Rezept auf gar keinen Fall fehlen. Dann kommen noch Bio-Kokosraspeln hinzu. Süßen tun wir hier mit einem Gemisch aus Erythrit und Stevia, welches ich vorher zu Puder vermahlen habe. Man könnte auch mit Xylit süßen natürlich, aber Erythrit und Stevia zusammen haben absolut null Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Ein Teelöffel frisch gemahlener Zimt kommt noch hinzu und ein Esslöffel von meinem selbstgemachten Vanilleextrakt. Das Video dazu kann ich euch hier verlinken. Dann kommt noch das köstliche Karob-Pulver in Bio-Qualität hinzu. Eine Prise Himalaya-Salz kommt noch dazu. Das waren jetzt die trockenen Zutaten, die wir kurz vermischen miteinander. Weil es in der Schüssel ziemlich eng wurde, habe ich dann einfach die ganze Mischung auf 2 Schüsseln verteilt und jetzt kommen in beide Schüsseln 100%iges Bio-Erdnussmus hinzu und geschmolzenes bio-natives Kokosöl. Das Erdnussmus ist natürlich am günstigsten zu erstehen und man findet es überall, auch in der Drogerie, aber man könnte genauso gut Mandelmus oder auch Cashewmus verwenden und dann wird einfach alles gründlich miteinander vermischt. Und dann ist es eben wichtig, dass wir halt eine Form verwenden, in der wir diese Mischung ziemlich flach einfüllen können, um hinterher richtig schöne, flache Müsli-Riegel daraus zu bekommen. Sobald wir die Masse also in beide Formen gefüllt und glatt gestrichen haben, geben wir diese für einige Stunden in den Kühlschrank, um dort auszuhärten. Wir sehen hier jetzt deutlich, wie schön flach wir die Masse ausgebreitet haben. Das Kokosöl wird dann im Kühlschrank fest und sorgt dann dafür, dass wir hinterher diese richtig schönen, knackigen Müsli-Riegel erhalten. Und dann bleibt uns nur noch, diese vom Backpapier zu befreien und dann in längliche Müsli-Riegel zu schneiden. Und da kann natürlich jeder das machen, wie er möchte, was die Größe und die Form der Müsli-Riegel betrifft. Wir sehen, wie schön flach die jetzt geworden sind. Gerne könnt ihr euch übrigens mein altes Video zu ketogenen Müsli-Riegeln anschauen, die ähnlich hergestellt wurden, aber eben ohne das Karob-Pulver, sondern stattdessen mit einem Schokoladenüberzug. Und die hatte ich eben etwas dicker hergestellt, was fürs Auge nicht so schön aussieht wie eben diese hier, die jetzt schön flach geworden sind. Das Video dazu lohnt sich trotzdem, das kann ich euch hier oben gerne mal verlinken. Da das rohe Karob-Pulver im Gegensatz zum rohen Kakaopulver, welches etwas bitter schmeckt, einen süßlich-karamelligen Geschmack hat und da es auch im Gegensatz zum Kakao keine anregenden Stoffe enthält, kann man es wunderbar für jede Art von gesunder Süßigkeit verwenden, die man dann zu jeder Tageszeit und eben auch abends essen könnte. Und genauso gut könnte man sie natürlich für eine heiße Schokolade am Abend verwenden, weil sie eben nicht anregend wirkt. Schaut euch gerne auch mein Video dazu nochmal an. Das Karob-Pulver vereint Eiweiß, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Zudem enthält es weder Laktose noch Gluten und ist so auch für Menschen mit entsprechenden Unverträglichkeiten gut geeignet. Was die Gesundheit der Kokosnuss und ihres Kokosöls betrifft, das hatte ich schon in vielen Videos zum Besten gegeben. Trotzdem möchte ich noch mal kurz erwähnen, wie gesund gerade die gesättigten, weil auch mittelkettigen Fettsäuren sind, da sie zum einen sehr leicht verdaulich sind und zum anderen eben nicht anfällig für Oxidation. Und im Gegensatz dazu, was man in den Medien meistens hört, sind gesättigte Fettsäuren eben nicht dickmachend, sondern das sind die Kohlenhydrate. Zu mehr Einzelheiten zu den gesättigten Fettsäuren, wozu eben auch die Kokosnuss gehört, werde ich euch mein Video dazu hier gerne nochmal verlinken. Ein weiterer wichtiger Bestandteil beim nativen Kokosöl ist die Laurinsäure. Sie ist von Bedeutung für die Stärkung der Immunabwehr. Die Umwandlung in Monolaurin, welche im Körper abläuft, macht sie zu einem Schutzmittel sowohl vor Viren als auch vor Bakterien, und zwar nur vor pathogenen Bakterien. Die im Öl ebenfalls enthaltene Caprinsäure schützt ebenso gegen Pilze.
Wir sehen also, dass wir uns mit diesen köstlichen, gesunden Müsli-Riegeln sehr viel Gutes tun, was unsere Gesundheit betrifft. Und da auch Nüsse natürlich voller Nährstoffe stecken und nicht nur eine Wohltat für Herz- und Blutgefäße sind, sondern bei regelmäßigem Verzehr auch das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren können. Tun wir uns mit diesen köstlichen Müsli-Riegeln wirklich etwas Gutes, zumal sie eben auch noch kohlenhydratarm sind. Und das sollte immer unser Anliegen sein, da die vielen Kohlenhydrate in der heutigen Zeit die wahren Übeltäter sind. Schaut euch dazu unbedingt nochmal mein Video zu den größten Gefahren des Zuckerkonsums an, wozu eben auch die Kohlenhydrate gehören, weil diese im Körper in Zucker umgewandelt werden. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.